Moin zusammen! Hallo, ich hoffe euch geht's gut. Heute bemalen wir den Hirsch, der an der Weltenesche steht und da rumturnt. Laut Edda tropft aus seinem Geweih Wasser und daraus entstehen quasi alle Flüsse. Und den wollen wir heute bemalen und am Ende vom Video zeige ich euch noch eine kleine Idee, die ich habe. Und da werden wir sehen, ob die funktioniert. Und ja, wir fangen jetzt ganz einfach an. Wir nehmen erstmal ein bisschen Hardened Leather, dann nehmen wir ein bisschen Darkwood Leather und Holy White. Das benutzen wir als Grundierung für das Fell. Und ja, später schauen wir uns dann noch das Geweih an. Aber erstmal fangen wir jetzt an, den Körper zu bemalen. Und wie immer habt ihr das Glück, dass es Schnittmagie gibt und dementsprechend ja, wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß und wir sehen uns beim Geweih wieder. Bis gleich. Wir hören uns wieder beim Geweih. So, bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Wie ihr seht, erste Grundschicht schon drauf. Jetzt machen wir weiter mit Holy White, weil für hier vorne finde ich das Weiß schöner für so einen Hirsch. Ja, ich bin noch am Überlegen, ob ich das ein bisschen hochziehe. Und das Schwänzchen mache ich, Schwänzchen mache ich auch ein bisschen heller. Ja, und dann lassen wir wieder ein bisschen trocknen. Und dann kommen nämlich die komplizierten Sachen. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Ich sehe gerade, hier unten ist noch ein Stein. Da. Gut. Und wie immer ein bisschen Magie für euch. Bis gleich. So, ihr seht, soweit haben wir ihn jetzt. Jetzt kommen die Hörner dran. Und dafür werden wir benutzen ganz viele verschiedene Farben. Ja, nicht alle, natürlich nicht. Aber ich habe die hier mal rausgesucht. Als Grundierungsfarbe nehmen wir auf jeden Fall das Dusty Skull. Das kommt als unterstes. Und dann schauen wir, dass wir mit... Ja, jetzt muss ich mal eben schauen hier. Dusty Skull und dann mit Skeleton Bone würde ich sagen. Oder Tom King weitermachen und dann bis zum, also dass wir dann hier zum Bony kommen. Also die 4 brauchen wir auf jeden Fall. Und die 2 erstmal nicht, die kommen zur Seite. So geht's weiter, meine Lieben. Und dann schauen wir mal. Bis gleich. Ach so, bevor ich es vergesse, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Abo da. Freue ich mich drüber. Und ja, wenn ich jetzt von meinen Eltern wieder da bin, werde ich auch wieder regelmäßig auf Twitch streamen. Höchstwahrscheinlich den Tag über, nicht abends. Vielleicht könnt ihr ja dabei mal reinschauen. Oder am Wochenende. Ich sag mal so Samstag, Sonntags. Ne? Ist ja immer schön, was nebenbei laufen zu haben, wenn man selber malt. Gut, dann legen wir mal los. Ja, da sind wir wieder. Ihr seht hier, ich bin immer noch an dem Geweih dran, denn, ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, hier ist sehr viel drumherum Krams, wo ich immer noch sage, das soll wahrscheinlich das Wasser darstellen im Geweih, was eigentlich eine coole Idee ist, aber jetzt muss man natürlich genau gucken, was ist Geweih, was ist nicht Geweih, und ich schwöre euch, ich habe garantiert irgendwas bemalt, was nicht Geweih ist. Aber es sieht halt gut aus. Und jetzt mache ich die Seite hier auch noch. Ja. Aber ich wollte euch mal von der Idee eben erzählen, damit euch nicht ganz so langweilig ist. Ich habe hier Butterbrotpapier. Wenn ihr hier seht, ja, ungefähr so lang wie wie das Geweih hoch ist. Denn in der Geschichte hat er ja, also fließt ja das Wasser aus seinem Geweih und daraus werden die Flüsse in Midgard. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich probiere mal was aus. Wohlgemerkt, ich probiere etwas aus. Das heißt nicht, dass es funktionieren wird. Aber ich habe tatsächlich überlegt, dass ich ein bisschen Wasser quasi runterlaufen lasse. Und deswegen mache ich jetzt mal einfach hier so ein bisschen... Hoppala. Ich befürchte, das wird schon nicht mehr funktionieren, wie ich das wollte. Mache ich hier ein bisschen Bastelleim.
auf dieses Backpapier. Denn ich habe tatsächlich keine Frischhaltefolie, habe ich festgestellt. So, davon mache ich jetzt ein bisschen hier drauf. Wie ihr ja auch seht. Und mische das Ganze jetzt ein ganz klein bisschen mit. Upp. So. Wirklich nur ein bisschen. So. Ich hoffe, das ist jetzt nicht schon zu viel blau. Nehmt dafür bloß einen alten Pinsel. So. Wie gesagt, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich sage euch dann nachher, wie es geworden ist. Mit dem Kleberzeugs, ob das geht oder nicht. Was ich davor habe. Also ihr werdet es sehen am Ende des Videos auf jeden Fall. Da werden wir darauf nochmal zu sprechen kommen. Denn ich habe vor tatsächlich zu gucken, ob ich quasi, ich meine, ist ja Auftragsarbeit, aber er hat gesagt, ich darf mich austoben. Dementsprechend werde ich mich auch austoben. Natürlich ihm nicht die Figuren versauen, um Gottes Willen. Da braucht er sich keine Sorgen machen. So. So, jetzt haben wir hier so ein blau-weißes Gedöns. Das lassen wir jetzt einfach mal trocknen, während ich dann weitermale. Und ich hoffe, ich kriege das vom Backpapier ab. Wenn nicht, dann muss ich das nochmal neu versuchen, und zwar mit Frischhaltefolie. Wie gesagt, die hatte ich aber nicht hier. Aber ich denke mal, mit dem Backpapier funktioniert das auch. So, das lege ich jetzt hier zur Seite. Und jetzt geht es hier weiter mit dem wunderbaren Tomb King Tonton, ein Tropfen auf die Nusspaletty. Und dann malen wir jetzt weiter. So, jetzt haben wir hier soweit erstmal die erste Schicht Bone drüber. Das ist nämlich jetzt dieses Tomb King Bone. Und dann werde ich jetzt hier als nächstes Skeleton Bone und dann vielleicht noch als letztes hier das Bony Spike oben an die Kanten, dass das so ein bisschen Schattierungen gibt, machen. Vielleicht nehme ich noch ein bisschen das, ich weiß gar nicht, ist das dunkler oder sieht das nur so aus, dass das ein bisschen von unten hinkommt. Aber das schauen wir uns nachher an. Jetzt wollte ich erstmal schauen, ich sag mal böse gesagt, wenn ich es versaue, kann ich es noch reparieren. Ich wollte das Plasma Coil Blue also hier zwischen machen. Weil wie gesagt, ich bin der Meinung, das ist Wasser. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint, was das hier ist, zwischen den riesigen Geweih. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es das Wasser ist, weil ja, laut der Edda entspringen alle Flüsse aus diesem Geweih. Weltweit. Und von daher, also zumindest die von Midgard. Und von daher dachte ich mir, ich mache da mal ein bisschen Wasserzeugs dran. Schauen wir mal, wie es hinterher aussieht, ihr Lieben. Ja, meine Lieben, da sind wir wieder. Wie ihr seht, ich habe hier oben das Wasser fertig. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen schauen, dass ich die Hörner wieder ordentlich kriege. Aber das ist das kleinste Problem eigentlich. Zu meiner Idee mit dem Kleber und so. Es funktioniert nicht mit Backpapier. Deswegen habe ich mir jetzt tatsächlich hier einen Gefrierbeutel genommen, weil wir jetzt schauen, dass wir das da drauf machen. Ich hätte auch Frischhaltefolie genommen, allerdings ist Frischhaltefolie relativ dünn und die zerreißt natürlich dann ruckzuck und dann hat man da, ja, hat man auch nicht das, was man will. No? Und deswegen kommt jetzt hier nochmal Bastelleim drauf. Blöb. Und dann nehmen wir hier den Matschepinsel und
einmal das passende Blau, aber diesmal nur ein bisschen, dass das wirklich nur minimal wird. Weil dafür war das vielleicht ganz gut mit dem Backpapier, denn ich habe festgestellt, das ist ein bisschen sehr dunkel an manchen Stellen geworden. Dementsprechend mischen wir das jetzt hier einmal ordentlich schön durch. Na. So. Und dann verteilen wir das hier so ein bisschen. Das ist eine Matschepampe. Ich glaube, ich nehme dafür doch lieber mal den hier. Dann kriegt man vielleicht sogar so ein bisschen Flussvibes da rein. Also jetzt noch nicht, aber hinterher vielleicht, wenn es ein bisschen angetrocknet ist, kann man das vielleicht dafür nutzen. Ich mache das jetzt auch mal nicht zu dünn. Sag mal, wenn das dann wirklich auch nicht funktioniert, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Vielleicht nehme ich dann diese Wasserpaste, die ich ja auch schon in einem Video benutzt habe, und versuche das damit. Die braucht aber halt immer relativ lange zum Trocknen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr eine andere Möglichkeit habt oder eine andere Idee, wie man das hier machen kann. So, jetzt haben wir das. Soweit, so gut. Und jetzt suche ich mir einen schönen Platz, wo das trocknen kann. Und dann wird erstmal weiter gemalt. Nur wo lege ich das jetzt hin? Das ist nämlich jetzt die gute Frage. Das hier kann in Müll. So, dann legen wir das einfach vorsichtig hier rüber. So. Und lassen das trocknen. So. Und wenn wir jetzt erwarten, dass das trocknet, dann können wir weiter an den Details meines Hirsches arbeiten. Und dann sehen wir uns später. Jetzt werde ich hier erstmal schauen, dass ich die Hörner ordentlich mache wieder. Wie ihr seht, da sind hier so ein paar Fleckens, die nicht dahin gehören, wo sie sind. Ja. Und dann werden Details gearbeitet. So. Ich habe die blauen Fleckchen, die hier waren, weggekriegt an den Hörnern. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich habe auch schon die Augen gemacht. Ja. So, jetzt nehmen wir uns Skeleton Bone. Das ist ein Ticken weißer. Damit machen wir halt Spitzen und hier die oberen Teile und ziehen das Ganze ein bisschen runter bis, ja, ich sag mal so Pi mal Daumen die Hälfte oder so. So ein Ticken. Dass es halt dunkel und dann nach oben hin heller wird. Und natürlich obendrauf die Sachen, wo ja das Licht mehr oder weniger drauf kommt, muss auch ein bisschen heller. Ja, also wir holen da ein bisschen jetzt Details raus. Wenn wir das hier mit Skeleton Bone haben, kommt dann als nächstes tatsächlich noch Bone Spikes. Die sind nämlich noch heller. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so seht. Und damit werden dann wirklich nur noch so ganz, ganz kleine Details gemacht. Aber da sind wir noch nicht. Wir machen jetzt erstmal weiter mit Skeleton Bone. Ja, schaut mal hier. Schaut mal da. Seht ihr das hier am Hirsch? Ich schwöre euch, irgendwann, wenn ich Geld verdienen sollte damit, kaufe ich mir eine neue Kamera. Ich habe auch schon eine rausgesucht, aber die ist recht teuer. Ja, aber ich glaube, ihr könnt es hier erkennen. Zumindest hier am Weiß. No, ich habe hier das Weiß schon mal gemacht. Hinten seht ihr das am Schwänzchen. Soweit bin ich schon mal. Habe vergessen dazu Bescheid zu sagen, aber ihr habt es ja gesehen eben im Video, was ich da gemacht habe. Die Hörnchen sind auch soweit schon mal. Wie gesagt, die trocknen jetzt ein bisschen, aber ich dachte mir, während die trocknen, nehme ich mir hier mein German Camouflage Medium Brown. Das heißt wirklich so. Das heißt German Camouflage Medium Brown. Noch länger ging der Name nicht. Und mache damit das restliche Fell, um ja noch ein bisschen Tiefe reinzukriegen. So, ihr Lieben, wir haben hier unsere Hörner fertig. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ja, doch, man sieht es, ne? Hab halt ein bisschen
helleres dahin gemacht. Reicht jetzt so aber auch, sonst wird das zu viel, meiner Meinung nach. Und ja, ich hatte euch ja letztes Mal erzählt, von wegen mit dem Wasser machen, dass das hier so ein bisschen runterläuft. Hat nicht so funktioniert mit dem Backpapier, aber wie ihr seht, hier mit dem Gefrierbeutel geht das super. Geht das quasi von selber. Und dann haben wir jetzt hier nämlich so ein bisschen Papier. Das schneiden wir uns jetzt ein bisschen zurecht. Und dann kann man hier schön, ja, ich sag mal, Wasser machen. Schauen wir mal, ob das funktioniert, was ich vorhabe. Wer weiß. So, das haben wir jetzt erstmal soweit hinbekommen. Jetzt wird das erstmal getrocknet. So. Ja. Und in der Zeit können wir gleich mal gucken. Oder ich gucke gleich mal, wie wir das hier so hinbekommen. Naja, schauen wir mal. So, hier ist soweit alles trocken. Wie ihr seht, ich habe hier ein paar von den, ich sag mal, von den Resten hier, habe ich hier hin gemacht, damit das hinterher aussieht wie Wasser. Ich werde jetzt schauen, dass ich mit Wellen und Wogen hier von noch einmal hier so runter gehe, dass das so ein bisschen wassermäßig aussieht und hier auch ein bisschen verteile. Und dann machen wir das Base soweit fertig. Hoffe, meine Idee klappt. So, hier ist soweit alles getrocknet. Ihr seht, das hat hier ganz gut geklappt mit der Paste. Sieht wirklich aus wie Wasser. No. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich hier noch ein paar Stellen weiß mache. Vielleicht hier auch noch so ein bisschen, dass das so ein bisschen, ja, Schaum, Sprudel etc. ist. Und auf jeden Fall kommt hier natürlich noch Schnee hin. Und dann würde ich sagen, ist er fertig. Dann machen wir jetzt noch das Base quasi fertig. Ja, und dann ist es das, ne? Wenn das Base fertig ist, dann ist er fertig. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich hoffe, ihr haltet viel davon. Ich fand die Idee gut mit dem Klebezeugs. Hat gut funktioniert. Ist auch recht stabil. Ne? Ja. Schauen wir mal. Natürlich nehmen wir dafür wieder, hier habe ich schon vorgefertigt, so eine Schneepaste und meinen alten Pinsel. Und dann matschen wir das dazu und packen vielleicht noch ein, zwei, weiß ich noch nicht, grün, irgendwas Grünes noch dazu, irgendwie Gras oder so ein bisschen. Ja, meine Lieben, es ist grob fertig. Ja, ich habe hier hinten noch ein bisschen ein Steinchen und ein bisschen Grünzeug ran. Hier ist noch ein bisschen Wasser, wie man sieht. Da werde ich jetzt nochmal vorsichtig mit einem dünnen Pinsel, nur ganz, ganz wenig, dass es so ein bisschen aussieht, als würde es auch wirklich fließen, mit Diorama FX von Vallejo hier dran machen. Nicht viel, ganz wenig, seht ihr gleich. Und dann ist die Mini fertig und kann trocknen. Fertig sind wir. Wie üblich werde ich euch natürlich am Ende des Videos, wenn hier alles trocken ist, werde ich euch noch ein paar Fotos machen und die hier jetzt einblenden. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Restsonntag und sag mal bis nächste Woche. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr mehr solcher Videos möchtet und malt schön. Bis demnächst. Bye bye.